Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 40 Talk. Seine Sicht. Eine halbe Stunde haben Ace und Trafalgar an der Wand gelehnt und Soranas Wimmern, Summen, Stöhnen und anschließendem Schreien gelauscht. Wenn es nach den beiden gehen würde, wären sie am liebsten sofort aufgestanden und verschwunden, ist diese Situation einfach nur unangenehm peinlich und zum Ausrasten. Doch da sie wegen der Kleinen hier sind, haben sich die beiden zusammengerissen. Ace hat beschämt seinen Hut ins errötete Gesicht gezogen und seinen Kopf von Trafalgar abgewandt. Das ist ihm aber nur recht, ist der rot angelaufen und hat Schwierigkeiten mit seiner südlichsten Zone. Doch obwohl Law diese Situation mehr als nur unangenehm findet, wirkt er vollends ruhig und gleichgültig. Werde die verräterische Röte nicht. Doch obwohl ihn ihr Gestöhne erregt hat, ist er wütender denn je. Eine Zeit lang ist es vollkommen still. Darf ich mich umsehen, Meister? Fragt sie kleinlaut und zögerlich. Ace steckt sich den Finger in den Mund und täuscht leise würgende Geräusche vor, weswegen sich Trafalgar ein Grinsen verkneifen muss. Verstehen sie sich in dem Punkt besser als andere. Für dich alles. 1 Stunde. Hallt seine Stimme durch die Gasse, bevor erneut schwere Schritte erklingen. Erst als die Schritte verstummt sind, hört man Zarana erleichtert ausatmen. Law und Ace stehen blitzschnell auf und bestätigen sich mit einem Nicken. Die kuriose Situation haben sie gleich verdrängt, gibt es nun Wichtigeres zu tun. Law versteckt die Spritze mit dem Betäubungsmittel vorsichtig in seinem Ärmel, während der Zwerg um die Ecke biegt. Erschrocken bleibt sie wie angewurzelt stehen. Sofort ist die Wut aus Ace' Gesicht wie weggewischt und macht einen strahlenden Lächeln Platz. »Herzchen!« begrüßte sie aufgedreht und nimmt sie stürmisch in die Arme. Während Ace seine Schwester umarmt, mustert Trafalgar sie eindringlich von oben bis unten. Wie immer ist sie barfuß. Sie trägt eine Hotpan und die Lederjacke mit seinem Zeichen drauf. Allein durch diese Tatsache keimt erneut Hoffnung in ihm auf. Sie hat sie behalten? Ace drückt sie ein wenig von sich und legt seine Hände auf ihren Schultern ab. »Ich habe meinen neuen Bruder und Beppo kennengelernt«, erzählt er sorglos. Im Gegensatz zu Law bemerkt er nicht, dass sie unter der Jacke nur einen schwarzen Spitzen-BH trägt. Was jedoch daran liegen kann, dass sie bei ihm, so sagt zumindest Ace, sonst auch nur kurze Klamotten getragen hat und bei Law nur seine langen Pullis. Plötzlich stößt sie den Feuerbändiger kraftvoll von sich. »Was wird das? Ich habe gesagt, ich bleibe«, meint sie forsch und sieht emotionslos zu ihrem Bruder auf, welcher überrascht ihren Blick erwidert. Law nimmt ihn ruhig am Arm zur Seite und tritt, ebenso mit kaltem Blick, vor sie. »Das wissen wir. Wir wollten uns nur verabschieden«, erklärt er ihr resigniert. Sie sieht ihn überrascht an, bevor sie kurz traurig zur Seite schielt. Ohne Vorwarnung überbrückt Trafalgar den letzten Meter und schließt sie in seine Arme. Zögerlich legt sie ihre Arme um ihn, bevor sie ihn fester an sich drückt. Das Folgende geschieht so schnell, dass selbst die Anwesenden nicht genau sagen können, ob sie etwas verpasst haben. Law vergräbt seine Nase in ihren Haaren und zieht gequält die Augenbrauen zusammen. Binnen Sekunden sticht er ihr vorsichtig die Spritze in den Hals. Zitternd geben ihre Beine nach und sie fällt kraftlos in seine Arme. Mit vernebelter Sicht sieht sie traurig zu ihm auf. Kaum ist sie vollkommen weggetreten, setzt Law seine emotionslose Maske wieder auf und reicht die bewusstlos an Ace weiter. Beim Gehen wählt er die Nummern seiner Nakama und berichtet Beppo und Sashi, dass er sie bei sich hat. Ihre Sicht. Verabschieden? Traurig wende ich meinen Blick ab, als Trafalgar mich plötzlich in eine Umarmung zieht. Ab dieser Berührung scheint sich für mich alles in Zeitlupe abzuspielen. So viele Eindrücke und Gefühle prägen sich ein. Da ist sie wieder. Die fürsorgliche, niedliche Seite an ihm. Zögerlich lege ich meine Arme um ihn, bevor ich seinen Duft inhaliere, als wäre er überlebensnotwendig, und die Augen schließe. Mein Herzschlag beschleunigt sich und eine leichte Wärme glüht in meinen Wangen. Ich habe ihn doch tatsächlich vermisst. Dabei dachte ich, dass ich ihn nicht als Freund, sondern Bekannten sehe. Ich drücke mich etwas weiter an ihn und kralle meine Finger in seinen Pulli. Aber er und Flamingo haben eines gemeinsam. Sie tun alles für ihr Ziel und geben nicht auf. Ich muss ihn jetzt wegstoßen, sonst... Meine Alarmglocken klirren dröhnend laut in meinen Ohren und ich reiße meine Augen auf, als ich verstehe, was das Ganze soll. Er erwidert den Druck, bevor ich einen kurzen Schmerz an meinem Hals spüre.
Wütend, fassungslos und finster starre ich zu Ace, der hinter Trafalgar steht und seinen Blick einfach nur schuldbewusst von mir abwendet. Ich aktiviere meine Teufelskräfte, sodass weiße Blitze über meinen Körper zucken. Zu spät. Ich könnte ihn noch töten, aber irgendwie will ich das nicht. Ich will ihm nicht wehtun. Nein, ihm nicht. Ich deaktiviere meine Kräfte und sehe lächelnd mit Tränen in den Augen in den Himmel. Meine Beine geben nach und meine Sicht verschlechtert sich. Trafalgar hat mich aufgefangen und sieht entschuldigend zu mir runter. Traurig erwidere ich seinen Blick. Er entführt mich also gegen meinen Willen. Aber irgendwie, dir kann ich verzeihen. Duffy? Meine Glieder fühlen sich schwerer an als sonst. Angestrengt öffne ich meine Augen. Ich sitze, gegen Ace gelehnt, auf seinem Schoß und der Rest meiner Freunde sitzt vor mir. Ich spüre den Seestein an meinen Gelenken und wie ich durch ihn geschwächt werde. Wenn ich wegen dem Seestein und nicht wegen der Substanz in der Spritze so erschöpft bin, kann ich das irgendwie handeln. Ich habe viele Jahre Seestein in mir gehabt. Ich kann trotzdem noch aufstehen und mich frei bewegen. Ich tue mal auf schwach, bis ich weiß, wie ich zurückkomme. Ich sehe auf meine Hände, welche ruhig auf meinem Bauch liegen, und tatsächlich haben mich meine sogenannten Freunde gefesselt. Ich hebe meinen Kopf und blicke in erleichterte oder bedrückte Gesichter. Sashi steht wortlos auf und kommt nach einiger Zeit mit einem Teller Ramen wieder. Diesen stellt er vorsichtig vor mich und setzt sich dann wieder auf den Boden zurück. Sie sind alle hier. Wenn ich eine Waffe... Vergiss es. Wir sind bereits abgetaucht. Bricht Trafalgar kühl die eingetretene Stille und meine Gedanken. Ich muss lächeln. Hat er meine Gedanken gelesen? Typisch für ihn, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Was anderes habe ich von ihm auch nicht erwartet. Er kennt mich mindestens genauso gut wie Flamingo. Und mindestens genauso wichtig ist er mir. Dabei kenne ich ihn nicht mal annähernd so lang. Ich nicke verstehend und strecke meine Hände langsam nach den Rahmen aus. Sie sind mir beide wichtig. Ich beginne ruhig zu essen. Wer mir wichtiger ist oder wer besser für mich ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass auf Trafalgars Schiff mehr Leute sind, die ich mag, als auf Flamingos. Bei der Hälfte höre ich auf zu essen, stelle den Teller zurück und lehne mich wieder gegen meinen Bruder. Die Stille ist lauter als jemals zuvor, unangenehm laut. Ruhig nehme ich seine Arme und lege sie um mich. Die Handschellen sind nervig, aber ich bin ja daran gewöhnt. Ich sehe betrübt in die Runde. Ace beginnt sachte mit den Daumen meine Oberarme zu streicheln. Was war los mit mir? Jetzt, wo ich sie alle sehe, weiß ich hätte sie um nichts auf der Welt verraten. Ich bin verwirrt. Irgendetwas in meinem Kopf sagt mir, dass ich sofort zurück zu Duffy muss, während mein Herz beginnt, sich wohler denn je bei meinen Freunden zu fühlen. Ich spüre, wie sich meine Kehle zuschnürt. Plötzlich lässt Trafalgar einen Schlüssel über den Boden rutschen. Er bleibt vor mir liegen. Überrascht hebe ich ihn auf und öffne meine Handschellen, die ich dann achtlos zur Seite werfe. Er vertraut mir immer noch? Hat er irgendetwas in meiner Mimik gelesen, dass er wusste, dass ich wieder relativ klaren Gedanken gefasst habe? Ich drehe mich ein Stück zu Ace und mustere ihn. Darf ich jetzt wieder das machen, wonach mir ist? Ich verstehe nicht, wieso ich auf Duffy gehört habe. Mag ich ihn nun oder nicht? Meine Gefühle verwirren mich, aber eins weiß ich. Ich lege eine Hand an seine Wange, weswegen er mich überrascht ansieht. Ich hab dich vermisst, Bruderherz, gestehe ich leise und lächle ihn gequält an. Schön, dass du wieder da bist. Grinst er mich erleichtert und ehrlich an, bevor er mich fester in seine Arme nimmt. In den Armen meines Bruders zu liegen, versetzt mir einen Stich. Ich war so fies und kaltherzig. Mein Körper beginnt zu zittern, weswegen ich den besorgten Blick Ace nur unterbewusst wahrnehme. Ich habe Menschen getötet. Entsetzt verharre ich, bevor ich mich noch fester an meinen Feuerbändiger presse. Trafalgar hätte das nie zugelassen. Und Ace hat mich schon einmal davor bewahrt. Wieso will Duffy, dass ich so etwas Schreckliches mache? Das macht mich kein Stück besser als meine Peiniger. Ich ekel mich vor mich selbst. Es ekelt mich an, dass ich es gut fand, als ich auf den Mann eingetreten habe. Ich bin wütend auf mich, dass ich wieder auf Doflamingo gehört habe. Ich bin traurig, dass ich kaum einen Gedanken mehr an meine wahren Freunde und Familie
verschwendet habe. Ich bin entsetzt, dass ich mit Doffy geschlafen habe und ich nicht um meinen freien Willen gekämpft habe. Ich bin glücklich, dass mich meine Nakama nicht aufgegeben haben und jetzt um mich herum sitzen. Ich bin verwirrt, wie das alles überhaupt passieren konnte. Ich habe Panik, dass mich meine Vergangenheit immer wieder einholen wird und mir keine Ruhe mehr lässt, dass sich alles immer und immer wieder wiederholen wird. Ich habe Angst, dass Flamingo mich sucht oder dass ich noch einmal von meinen Nakama getrennt werde. Und ich fühle mich scheiße und leer, weil ich meinen Nakama so viele Sorgen bereitet habe. Ich kann mich nicht mehr kontrollieren und blaue Blitze zucken über unsere Körper. Ace scheint das Kribbeln zu genießen, weswegen auch ich wieder ruhiger werde. Ich spüre Tränen aufsteigen, weswegen ich meinen Blick schnell von ihm ab und zu Sashi wende. Meine Blitze werden weiß. Nichan, Lächle ich ängstlich und strecke meine Hände nach ihm aus. Unsicher sieht er zu mir, doch vertraut er mir ebenfalls noch. Er krabbelt schnell auf mich zu und nimmt mich stürmisch in die Arme. Ich blicke Pinguin auffordernd an, weswegen auch er angestolpert kommt. Ich sehe unter seiner Mütze Tränen aufblitzen. haben Sie mich wirklich so sehr vermisst? Flamingo war ganz anders. Ist das, was ich sowieso schon hatte und dann verraten habe, Familie? Bärchen? Frage ich mit bebender Stimme und unsicher in Beppos Richtung. Doch auch er scheint mich zu sehr vermisst zu haben, um sauer auf mich zu sein. Es entsteht eine warme Gruppenumarmung, über die meine hellen Blitze zucken. Noch immer bin ich mehr als nur verwirrt und noch immer möchte ein Teil von mir jeden wegstoßen und den Weg zu Flamingo aufnehmen. Noch immer bin ich mehr als nur verwirrt und noch immer möchte ein Teil von mir jeden wegstoßen und den Weg zu Flamingo aufnehmen. Doch ich halte mich an den schönen und doch schmerzlichen Gefühlen fest, sie wiederzusehen. Nach einigen Minuten lösen sie sich langsam von mir, wobei Ace mich weiterhin nicht loslassen kann. Er wirkt wütend. Er aktiviert seine Teufelsfrucht, sodass uns niemand mehr zu nahe kommen kann. Aus dem Augenwinkel sehe ich, zu meiner Überraschung, dass Trafalgar Ace zornig oder sogar eifersüchtig anfunkelt. Ich erwidere seine Umarmung und streichle ihm beruhigend über den Rücken. »Was ist los?« flüsterte ich besorgt in sein Ohr. »Dieser Mistkerl hat dich...« Er schluckt die letzten Wörter runter. Ich schließe gequält meine Augen, weswegen die angesammelten Tränen leise meine Wangen entlang rollen. Irgendwie wollte ich es in dem Moment immer, aber jetzt fühle ich mich dreckig und abstoßend und einfach ekelhaft. Das war doch schon mal so. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll, geschweige denn, wie ich handeln soll. Ich drücke ihn fester an mich. Nach weiterer Zeit löse ich mich etwas von ihm, wische mir übers Gesicht und lächle ihn so gut es geht an. Wir reden später, ja? Meine ich weinerlich. Er nickt hastig und lässt mich dann los. Ich lächle ihn noch einmal aufmunternd an, bevor ich mich mit einem leicht verzweifelten Blick an meinen eventuell nicht mehr Kapitän wende. Will er mich überhaupt noch hier? Er sieht mich emotionslos an. Ohne darüber nachzudenken, renne ich auf ihn zu und stürze mich auf ihn. Ich weiß nicht wieso, aber an ihn habe ich am meisten gedacht und am meisten vermisst. Durch meinen Schwung stürzt er mit einem stummen Aufschrei hinten über. Doch er bleibt einfach ruhig liegen und streichelt mir übers Haar. Ich sauge seinen Duft ein, als wäre er überlebensnotwendig, und erneut schlägt mein Herz schneller und stärker gegen meine Brust. Eine leichte Röte legt sich auf meine Wangen, als ich ihn ansehe. Ich will auch ihm sagen, dass ich ihn vermisst habe, aber... Darf ich weiterhin hier bleiben? Frage ich nervös und stütze mich über ihm ab. Er nickt nur und wendet seinen Blick schlecht gelaunt ab. Freudekreischend rolle ich mich von ihm runter und umarme erneut die anderen. Beppo presst mich fest an sich, bevor er mich freudig hochhebt und über sich hält. Mein Lächeln erstirbt für eine Sekunde. Darf ich einfach so tun, als wäre denn hier etwas passiert? Ich fühle mich irgendwie schlecht dabei. Aber wie soll ich mich benehmen, wenn alle anderen sich auch so wie früher verhalten? Ich bin so verwirrt. Ich sitze mit dem Trio, Trafalgar und Ace im Gemeinschaftsraum. Wir wollen in Ruhe, im engeren Kreis meine Rückkehr feiern und haben uns je einen Krug Sake genommen.
Ace begleitet uns bis drum, verkündet uns mein Kapitän monoton, weswegen ich Ace freudig in die Arme springe. Kaum berühre ich die Sommersprosse, denke ich an unser Gespräch zurück. Ich habe gleich, nachdem wir uns ein wenig unterhalten haben, Ace geschnappt, uns bei den anderen entschuldigt und ihn mit mir gezerrt. Erneut denke ich daran zurück und erneut steigen mir die Tränen in die Augen. Zielstrebig ziehe ich ihn hinter mir her in meine Kajüte. Ich schließe unruhig die Tür ab und setze mich dann nervös auf seinen Schoß. Lange schweigen wir uns einfach nur an. Weiß keiner, wie man dieses Thema am besten ansprechen soll. Hat er dich gezwungen? Wie fühlst du dich, Herzchen? Bricht dir nach einem Moment die Stille. Ich beginne unruhig, meine Finger zu kneten. In dem Moment wollte ich es. Aber jetzt widere ich mich selbst an. Antworte ich leise. Was sollte ich sonst antworten? Ace nimmt mich mitfühlend in den Arm und ich verankere schmerzlich meine Hand in seinen Haaren. Red dich aus, Kleines, versichert er mir mitfühlend. Er hat versucht, mich umzubringen. Beginne ich kühl und verbittert, umarme ihn fester. Ich hatte irgendwie überlebt. Dann tauchten Piraten auf, die mich eigentlich töten sollten. Füge ich hinzu, sehe ihn mit Tränen in den Augen an und aktiviere wie von selbst meine Kräfte. Bilder tauchen vor meinem inneren Auge auf. Die Piraten lachen über mich. Dann sehe ich, wie Doflamingo sie tötet. Wie ich töte. Ace nimmt sachte meinen Kopf und drückt ihn mit sanfter Gewalt an sich. Aber die haben mich behalten. Und zu Geld gemacht. Also, was ich meine, sie haben mich an Leute verkauft, die mich Weiter komme ich nicht. Meine Stimme will nicht, bricht ab und mir laufen erneut die Tränen über die Wangen. Bilder, ständig, ohne eine Chance zu vergessen oder verdrängen. Sie haben... Ich bringe es einfach nicht über die Lippen und ich beginne bitterlich zu weinen. Ich bemerke am Rande, dass Ace wütend, mitfühlend und vor allem gequält die Augen zusammenkneift und mich noch fester in den Arm nimmt, so dass es fast schmerzt. Aber das ist mir gerade egal. Es tut gut. Schon gut. Ist ja gut. Beruhigt er mich und muss selbst damit kämpfen, nicht zu weinen. Ich hab dich lieb, weine ich, während auch er gequält seine Teufelskraft aktiviert und seine Hand in meinen Haaren vergräbt.